Eine interessante Single-Dosing-Mühle für Espresso und für Filterkaffee ist die DF83V. Wir haben sie ausführlich getestet und festgestellt, dass sie richtig viel Kraft hat, richtig schnell mahlt und dabei durchaus auch relativ viel Lautstärke entwickelt. Aber am spannendsten ist natürlich die Frage, wie der Espresso schmeckt. Und das haben wir ausführlich getestet, was ich heute hier nochmal für euch kurz zusammenfasse. Wir sind zurück mit einer Mühlenzusammenfassung eines Tests, eines ausführlichen Testberichts, den wir auf dem großen Kanal von uns Kaffeemachern veröffentlicht haben. Heute geht es um die DF83V, die vor allem für Espresso sehr gute Werte liefert, während wir beim Filterkaffee jetzt nicht überzeugt waren. Geht auch, ist aber nicht die Stärke der Mühle bzw. der hier verwendeten Mahlscheiben. Es handelt sich dabei um 83er Mahlscheiben, richtig große Dinger, und die sorgen dafür, dass Kaffee wahnsinnig schnell mahlt. In Verbindung mit einem kraftvollen 680 Watt bürstenlosen Gleichstrommotor kommt ihr innerhalb von 6 Sekunden auf das Mahlergebnis von 18 Gramm Kaffee. Das ist schon richtig schnell. Also die schnellste Single-Dosing-Mühle, die wir bisher getestet haben. Und damit würde ich sagen, eigentlich sogar interessant für vielleicht die ein oder andere Gastronomie oder den ein oder anderen Catering-Einsatz oder vielleicht auch für Röstereien, die sagen, wir haben hier einen Messerauftritt und wollen verschiedene Kaffees zeigen. Das könntet ihr auch mit dieser Single-Dosing-Mühle machen. Single-Dosing bedeutet ja, wir wiegen ab, geben dann die abgewogene Menge Kaffee ein, zum Beispiel 18 Gramm, und schauen dann, wie viel unten rauskommt. Und das hängt immer davon ab, wie viel Totraum wir haben. Der Totraum unterscheidet sich dann in verschiedene Kategorien. Temporärer Totraum, das ist der, der sich immer austauscht. Permanenter, das ist der, der bleibt, und das Ganze setzt sich dann zusammen zum absoluten Totraum. Wir messen da 0,8 Gramm Totraum. Der setzt sich zusammen aus 0,4 temporär und 0,4, die permanent in der Mühle bleiben. Das Schöne ist, den permanenten Totraum können wir relativ gut und relativ schnell reinigen, weil die Mühle sehr einfach auseinandernehmbar ist, und dann könnt ihr den Rückstand mit einem kleinen Pinsel rausreiben. Dafür braucht es eigentlich kein Reinigungspulver, sondern es reicht, die Mühle hin und wieder aufzumachen und dann einmal gründlich durchzureinigen. 0,8 Gramm Totraum bzw. 0,4 temporärer Totraum, das ist für eine Single-Dosing-Mühle okay. Ich würde sagen, man merkt hier schon, dass die Mühle eigentlich eher für Frequenz gedacht oder gemacht ist oder für hohe Volumen, vielleicht eben für so einen gastronomischen Einsatz. Da macht das dann fast keinen Unterschied, wenn ihr 0,4 Gramm in der Mühle habt, die da drin bleiben, und dann von mir aus in einer halben Stunde den nächsten Kaffee macht. Keine Thematik. Wenn ihr die Mühle zu Hause verwendet und dann eben zu Hause noch vielleicht ein halbes Gramm vom Vortag oder vom Vorvortag in der Mühle habt, dann lohnt es sich schon, das rauszumahlen. Da sind 0,4 Gramm dann eben doch solche, die man vielleicht schmeckt, je nachdem, was es dann vorher auch für ein Kaffee war. Während die hohe Geschwindigkeit und der kraftvolle Motor dafür sorgen, dass ihr schnell alles durchmalt, sorgt das natürlich auch für Lautstärke. Es ist eine der lautesten Mühlen, die wir bisher getestet haben, wobei sich die Lautstärke jetzt nicht unangenehm laut anfühlt, sondern eigentlich völlig in Ordnung. Liegt vielleicht auch daran, dass durch die Geschwindigkeit es ja auch nur kurz laut ist, also nicht 20 Sekunden, sondern eben dann nur 5, 6 oder 7. Und dann ist die Lautstärke vielleicht eher verkraftbar. Was richtig super ist, ist die Mahlgrad-Wiederholbarkeit. Wenn ihr euch das Rezept für einen Kaffee gemerkt habt, zum Beispiel für unseren Appas, den wir sehr gerne auch mit der Mühle gebrüht haben, und dann geht ihr auf einen anderen Kaffee, zum Beispiel eben doch einen Filterkaffee, oder ihr brüht den Ristretto und versucht nachher nur anhand der Einstellung des Mahlgrades auf die Ziffer 14 zurückzukehren, so haben wir gemerkt, die Mühle ist dann wirklich wieder da. Sowohl die Espresso-Extraktionen waren identisch mit der vorigen Extraktion, als auch die Partikelverteilung, die wir gemessen haben, als auch die war wirklich super genau wieder an gleicher Stelle. Und das ist schon beachtlich und spricht für die Mühle, für einen flexiblen Einsatz. Vielleicht eben als Filtermühle, Decaf-Mühle, Espresso-Mühle, gemischt ist alles möglich. Ihr kommt wieder zurück. Was wir auch sagen können, die Partikelverteilung insgesamt ist gut. Wir haben ein sehr schmales Hauptpeak, was dazu führt, dass wir klare, transparente Tassen bekommen. Gleichzeitig haben wir ausreichend Feinkörper, ist auch da, Textur passt, haben alles, was man sich eigentlich wünscht von einem guten Espresso, können hier die Standardmahlscheiben liefern, und wer will, kann ja, wie gesagt, auch verschiedene andere Mahlscheiben noch ausprobieren, denn das sind kompatible Aufhängungen hier für 83er Mahlscheiben. Da gibt es wirklich relativ viele Angebote am Markt, und wenn ihr da experimentieren wollt mit Multipurpose oder SweetLab oder whatever, dann ist das möglich. Die Mühle gibt euch diese Möglichkeit, und dann wird die Mühle vielleicht auch noch ein bisschen interessanter für Filterkaffee. Denn das können wir sagen, so standardmäßig war der Filterkaffee
Kaffee jetzt nicht besonders transparent, den wir damit getrunken haben. Da würden wir dann schon, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne öfters Filterkaffee trinken, vielleicht andere Mahlscheiben verwenden. Das Espresso-Potenzial der Mühle bewerten wir sehr hoch, beziehungsweise schätzen wir sehr hoch ein, weil ihr die Mahlscheiben verändern könnt und auf der anderen Seite, weil ihr eben auch die Geschwindigkeit der Rotation verändern könnt und dadurch auch nochmal Einfluss habt auf die Partikelverteilung. Ihr könnt runtergehen auf 300 und ihr könnt hochgehen, ich glaube auf 1400 Rotationen pro Minute. Wir haben jetzt meistens mit 1000 pro Minute gearbeitet. Das ist eine super Einstellung für Espresso. Ihr könnt es aber verändern. Ist möglich und damit gibt euch die Maschine Spielmöglichkeiten, die ihr dann wiederum zu Hause testen könnt. Die Reinigung ist einfach möglich. Man kann das hier ganz toll vorne aufdrehen und dann wirklich gut und solide alle Rückstände entfernen. Und auch die Bedienung ist ansonsten intuitiv. Schön ist, dass man die Mühle mit einem Hauptschalter ausmachen kann und dann hat man nachher keine leuchtenden LEDs mehr. Das ist die DF83V. Kostet einiges, aber liefert auch einiges. Rund zwischen 850 und 950 Euro müsst ihr für die Mühle einkalkulieren. Ihr könnt aber dafür wirklich auch Leistung erwarten. Und ob es dann die richtige Mühle für euch ist, das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Wenn ihr nach dem kurzen Video noch Fragen habt, empfehle ich euch, im Testbericht vorbeizuschauen und natürlich im ausführlichen Video, um dort vielleicht die letzten Fragen noch zu klären. Wenn ihr die Mühle selbst habt, schreibt es bitte in die Kommentare, wie ihr die Mühle findet, ob ihr einverstanden sind mit unserem Test. Ja, und ansonsten sagen wir, passt auf euch auf, trinkt guten Espresso und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.